Das wollen wir nun besprechen mit Dorothea Schupelius für uns vor dem Kanzleramt. Dorothea, einen schönen guten Morgen. Also doch nicht so klar hat sie abgeschnitten, die AfD, bei den Kommunalwahlen in Thüringen. Ist dieses Ergebnis nun die Quittung für die jüngsten Skandale rund um Krah, Wüstron und Höcke? Es ist ein unerwartetes Ergebnis. Hatte es doch eigentlich so rosig ausgesehen für die AfD, nachdem sie ja auch im Sommer letzten Jahres ihren ersten Landrat in Sonneberg gestellt hatten. Dann eine Krise nach der anderen. Kurze Erinnerung, wir hatten das Treffen in Potsdam, was große Proteste auf den deutschen Straßen ausgelöst hat. Es gibt den Verdacht der Russlandspionage bei einigen AfD-Mitgliedern, SS-Verharmlosungen. Das alles scheint dazu geführt zu haben, dass sich eben einige Menschen doch dagegen entschieden haben, die AfD zu wählen. Mir hat der letzte Satz von meinem Kollegen Achim Unser im Beitrag gerade sehr gut gefallen. Eine misslungene Generalprobe. Das scheint mir sehr passend, denn diese Kommunalwahl ist eine Generalprobe quasi gewesen für die Landtagswahlen. Heißt, es war ein Stimmungsindikator, was bei diesen Landtagswahlen, auf die dann doch eben ganz Deutschland hinfiebert, zu erwarten ist. Und warum hat ganz Deutschland darauf hingefiebert, auf Kommunalwahl und Landtagswahlen? Weil die AfD eben so stark in den Umfragewerten war und jetzt überraschend schlecht abgeschnitten hat. Ein Erfolg für die CDU, auch wenn die AfD ihnen dicht auf den Fersen ist. Aber wenn man sich mal an die Umfragewerte erinnert, wo über lange Zeit im Osten die AfD stabil bei 29–30% geblieben ist, auch als gerade Höcke sogar noch vor Gericht stand, Björn Höcke vor Gericht stand, weil er eine Nazi-Parole ausgesprochen hat, auch da blieben die Umfragewerte stabil. Und hier sieht man einmal wieder, was die Erfahrung einen dann auch lehrt, wenn man längere Zeit Wahlen und Politik begleitet. Umfragewerte sind eben Umfragewerte und Wahlergebnisse dann noch mal etwas ganz anderes. In 3 Monate Landtagswahlen, ob es der AfD dann in 3 Monaten gelingt, diese ganzen Krisen wieder auszubügeln, zumal ja auch am 9. Juni Europawahl ist. Und auch hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD jetzt einen großen Erfolg haben wird, nicht mehr sonderlich hoch, weil sie aus der ID-Fraktion ja ausgeschlossen wurde. Also nur noch 3 Monate für die AfD, um hier wieder richtig aufholen zu können. Keine lange Zeit, mal gucken. Naja, und die Stichwahlen bei den Kommunalwahlen in Thüringen sind ja dann auch in 2 Wochen am 9. Juni. Das heißt, da wird es sich dann wirklich zeigen, wo die Wähler ihr Kreuzchen machen. Dorothea, danke schön.